Im letzten Video der Lost Place Armenien-Reihe haben wir uns einen unglaublichen verlassenen Ort angeschaut. Das verlassene Observatorium. Dieser Ort war absolut einzigartig, doch heute geht es weiter mit den verlorenen Orten eines Landes, dessen Namen wohl die wenigsten bisher gehört haben, beziehungsweise sich die wenigsten überhaupt vorstellen können, Armenien zu bereisen. Wir haben es uns heute als Aufgabe gemacht, euch die spektakulärsten und schönsten verlassenen Orte dieses Landes zu zeigen. Ein absolutes Highlight war ein verlassenes Riesenrad, welches baugleich mit dem in Tschernobyl war. Lehn dich nun zurück und genieße mit uns 2 Tage in Armenien voller Abenteuer, welche wir so schnell definitiv nicht mehr vergessen werden. Mal gucken. Ja, das ist es, wa? Boah, geht das da runter? Ja, es geht schon runter, ne? Also hier jetzt nicht, aber da vorne. Ja. Ich bin jetzt weg. Okay. Bitte passen. Ja. Ihr seht gerade, wo wir uns hier befinden, Leute. Ich bin ja da in das Loch gerade reingekrabbelt. Johanna steht da oben. Wir befinden uns hier in einem Aufzugsschacht von Loren. Die Loren wurden quasi hier mit diesem Aufzug bis nach oben befördert. Ihr seht hier einen Abgang, der ca. 50-60 Meter tief ist. Ich stehe hier quasi gerade auf den Notausgangssprossen. Das ist echt ein Traumspot, den ich gerne machen würde. Wir haben hier unten den alten Stollen der U-Bahn. Das heißt, die haben die U-Bahn gebaut und irgendwie musste das ganze Schuttmaterial und alles, was da abgefördert würde, über die Loren hinaus transportiert werden. Und das wurde über diesen Stollen da unten gemacht. Aber Johanna traut dem Braten hier in Armenien irgendwie nicht so ganz. Also der Bauweise und so. Und alleine möchte ich da jetzt echt nicht runter. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Haken dran und lassen das jetzt hier aus. Vielleicht bin ich irgendwann in meinem Leben nochmal hier mit irgendeinem Kerl, der sich das mit mir traut. Ja, echt schade. Aber das gehört auch zum Hobby dazu. Ja, gehe keine Risiken ein, wo du halt so Respekt vor hast und so. Und ja, muss nicht sein jetzt unbedingt, ne? Schade. Es ist mittlerweile der nächste Tag. Ja, leider hat es gestern nicht geklappt mit dieser geilen U-Bahn-Location da, mit diesem krassen Abgang in die Tiefe. Ja, wir sind immer noch in Armenien, aktuell am 2. Tag. Und ich nehme euch heute so ein bisschen durch den Tag. Wir haben ein paar Spots für heute geplant. Ich befinde mich hier gerade in so einem kleinen Park, wo es damals ja, eine Art Freizeitbeschäftigung für Kinder gab. Und hier ist mittlerweile der Betrieb eingestellt und hier ist halt noch so ein Riesenrad zurückgelassen worden. Und das sieht einfach original 1:1 aus wie das Riesenrad in Tschernobyl, Leute. Das ist richtig geil. Wir fangen hier einfach mal an auf diesem kleinen Spielplatz. Ja, keine Ahnung, was das hier mal für ein Ding war. Das sind die alten Waggons. Sieht man irgendwie nicht mehr so viel von. Aber das Interessante befindet sich hier direkt auf der rechten Seite. Guckt euch das mal an. Dieses Riesenrad mit diesen gelben Waggons. Echt wie aus Tschernobyl. So geil. Und das ist jetzt hier für uns der erste Spot des Tages.
Johanna und Jessie sind auch wieder mit am Start. Ich glaube, die sind dann teilweise reingeklettert, wa? Habe ich Bilder gesehen. Ja? Mhm. Da sitzt einer dann der Gondel. Ja, geil. So geil. Das hat schon was. Es ist echt total schwierig, das Ding zu fotografieren. Wir waren gestern im Dunkeln schon mal hier, haben schon mal ein bisschen ausgekundschaftet. Es ist echt schwierig wegen den Bäumen und so. Das war wahrscheinlich mal irgendwie ein Wartebereich. Da konnte man dann vielleicht ein Ticket holen oder es wurde von da halt gesteuert. Und hier haben wir dann überall diese gelben Gondeln. Das sieht mega cool aus. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen hier hochgeklettert. Im Hintergrund sieht man's. Ist schon cool, Leute. Und da hinten einfach die Berge. Ja, hinsetzen kann man sich hier nicht. Okay, das war Spot Nummer 1 für Tag 2 in Armenien und für uns geht es jetzt sofort weiter. Zwei Stunden später sind wir am nächsten Spot angekommen. Stehen hier vor einem riesigen See. Gucken, dass ich hier sicher über die Straße komme. Und hier steht ein kleiner Waggon. Also wir sind hier wirklich direkt vorbeigefahren, war auch geplant. Und ich fange jetzt einfach mal hier links an mit der Aussicht. Also wie gesagt, ein wunderschöner See. Und hier haben wir dann unseren ganz kleinen Lost Place. Wie auch immer dieser Waggon nach hier gekommen ist, ich weiß es nicht. Sieht aber echt eigentlich ganz cool aus. Und hier steht halt auch einfach nur einer. Ich sehe keine Schienen. Ich sehe keine weiteren, es ist echt komisch. Abgeschlossen. Vielleicht kommt man von hinten gleich mal rein. Da hinten sind die Berge, wo wir gerade lang gefahren sind. Überall noch Schnee auf den Bergspitzen. Und hier haben wir nochmal die andere Seite. Ist natürlich leider schon ein bisschen Graffiti drauf.
Auch der ist verschlossen hier an der Seite. Da hängt auch ein fettes Schloss drauf. Okay, was ist das? Das sieht aus wie irgendwelche Knaller. Sieht ein bisschen gefährlich aus, Leute. Überall zu, wa? Hier kannst du reinklettern am Fenster, oder nein? Ja, guck, wie creepy da die Knaller dran gemacht worden sind oder Bomben. Was auch immer das ist mit Klebeband. Ja dann. Geil. Mhm. Okay, ich hab's geschafft. Da sind die Knaller. Leider keine Sitzmöglichkeiten mehr. Okay, dann würde ich sagen, geht's für uns jetzt weiter zum nächsten Spot. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen auf dem Plan. So, wir sind jetzt an dem nächsten Spot angekommen. Bei dem Spot handelt es sich um einen etwas kleineren, aber sehr speziellen Spot. Und zwar ist das eine verlassene Kirche hier in Armenien. Das Besondere ist das Dach und dieser kleine Anbau, wie ich finde. Also das sieht wirklich echt extrem spektakulär aus. Ich befinde mich jetzt direkt vor der Location. Hier sind auch noch andere Leute, die sich das gerade angucken. Das ist die Einfahrt hier zum Gebäude. Echt ganz cool. Wie ich finde, von der Seite sieht es am besten aus. Wir sehen hier den Haupteingang. Das Tor fehlt komplett. Und oben diese runden Türme, sage ich jetzt mal, mit den Kreuzen drauf, sieht schon extrem geil aus. Aber von hier, von der Seite, finde ich, sieht es am besten aus. Wir haben sie jetzt auch schon fotografiert hier von der Seite. Ist auf jeden Fall ein echt tolles Gebäude und im Dunkeln wahrscheinlich auch extrem creepy hier, Leute. Das hat schon was. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier hinter den Zaun. Der Zaun ist auch hier komplett verrostet und so. Das hat auch was. Aber das sieht schon wirklich wunderschön aus, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal kurz rein. Gucken wir mal, was wir drinnen so finden. Dann wären wir hier aber auch schon fertig.
So, hier geht's rein. Boah. Boah. Wir stehen einfach auf der Türe, Leute, auf dem Eingangsbereich. Wir haben mal so eine kleine Treppe, die aber hier wirklich ins Nichts geht. Extrem altes Gemäuer. Überall Risse drin. Decke fällt runter. Der Putz fällt ab. Das dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Und die Kirche wird komplett in sich zusammenbrechen. Hier stehen noch so 2 kleine Kreuze. Und hier rechts in der Ecke steht noch ein kleiner Ofen, beziehungsweise ein sehr großer Ofen, wie ich finde. Und hier erkennt man noch ein bisschen was vom alten Boden hier. Und hier rechts ist dieser kleine Anbau noch. Ach krass. Und hier ging es dann tatsächlich mal hoch. Okay, mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Aber wir haben noch was für euch vorbereitet. Wir haben noch ein verlassenes Theater recherchiert, welches wir jetzt als nächstes ansteuern werden. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Weiter geht's. Es sind jetzt ungefähr wieder 30 Minuten vergangen und wir haben jetzt so einen kleinen Zwischenstopp hier gemacht. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, weil das einfach nur gigantisch aussieht. Guckt euch das mal an. Armenien ist ja auch für die tollen Landschaften bekannt. Und wir haben hier einfach einen richtig fetten Canyon, Leute. Der geht hier an der kompletten Straße entlang. Boah, sieht das heftig aus. Wahnsinn. Das ist heftig, ja. Boah. Geil. Oh Gott, das ist eine Höhle, Alter. Mhm. Und irgendwo da unten haben wir wirklich eine Höhle im Fels. Und krass, wie unten überall neue Bäume gewachsen sind. So Leute, es hat gerade wirklich lange gedauert, bis wir hier reingekommen sind. Das war extrem schwierig, hier einen Eingang zu finden. Ich befinde mich jetzt hier im Theater. Wie ihr gerade mitbekommen habt, war vor dem Theater einiges los. Ihr habt wahrscheinlich die laute Musik gehört, denn dieses Theater befindet sich mitten in der Stadt und draußen auf der Straße feierten die Menschen ein Straßenfest. YouTube bestraft Creator, wenn dort Musik in den Videos zu hören ist. Deswegen müssen wir das Video ab jetzt stumm schalten und einfach nur mit Musik hinterlegen. Aber genießt einfach mal diese Räumlichkeit und diese wunderschöne Architektur dieses alten verlassenen Theaters.
So Leute, wir sind jetzt wieder im Auto. Das wurde jetzt nochmal richtig brenzlig da drinnen. Damit sind wir auch am Ende des Videos hier angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr uns so ein bisschen durch unseren Tag hier in Armenien begleitet habt. Wir werden jetzt weiter wieder über die Grenze nach Georgien fahren, in die Hauptstadt. Und dort haben wir noch so ein paar Locations, die wir uns mal angucken möchten. Das werdet ihr allerdings erst in den nächsten Videos sehen. Ich bedanke mich riesig an alle Kanalmitglieder, die uns hier solche weiten Reisen nach Armenien erst ermöglichen. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich mega freuen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann ihn auch gerne kostenlos abonnieren. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.